Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Einfach Carrie. Aktuell bin ich in Bariloche, Argentinien und starte jetzt gleich eine kleine Hüttenwanderung zum Refugio Frei. Und wie immer nehme ich euch mit. So, hier ist jetzt der offizielle Trailhead zum Sendero Refugio Frei. Und ja, das ist als Medium eingeschätzt. Das sind 9,5 Kilometer. Die ersten 8 Kilometer sollen relativ sonnig sein. Ja, die ersten 5 Kilometer sind noch relativ human. Und dann geht's langsam hoch. Sieht alles halbwegs okay aus. Ich bin jetzt hier. Es geht einmal so. Und da will ich hin. Wir haben gerade übrigens im Bus von einem netten Herr die Info bekommen, dass man das Wasser der ersten beiden Wasserfälle nicht trinken soll, weil es verunreinigt ist. Ja, also wenn ihr mal hier seid, dann nicht das Wasser aus den ersten beiden Quellen trinken. Also bisher gefällt mir die Strecke wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen auch, weil die Wanderung hier, also die Strecke mal ganz anders ist als die letzten in El Chaltén und auch in Torres del Paine. Da war das Terrain sehr ähnlich. Und hier ist es echt nochmal ganz anders. Da hinten sieht man Bariloche und hier die Wälder, Berge. Ja, kann ich schon ein bisschen verstehen, dass viele sagen, Bariloche ist der Schweiz sehr ähnlich. Endlich mal ein bisschen Schatten. Also ich bin, glaube ich, sehr rot. Es ist sehr, sehr warm. Die Wanderung ist sehr schön, aber mit ein paar Grad weniger
wäre die auf jeden Fall noch besser bestreitbar. So, jetzt laufe ich wieder in die Sonne. Aber wow, echt cool. Schatten. So, ich mache Pause. Esse mein Riegel. War schon Butterbrote gegessen. Und jetzt hier am Wasser. So, und es sind glaube ich auch nur noch 2 Kilometer oder so. Wir haben 20 vor 1. Ja, easy. Ich verbrenne. Es ist einfach so heiß. Und hier ist einfach kein Schatten. Boah. Das Hochlaufen würde, glaube ich, halbwegs gehen. Aber diese Hitze. Was gerade kommt ein Lüftchen. Puh. Ja, so weit kann es nicht mehr sein. Deswegen bleibe ich jetzt kurz hier sitzen, trinke mal einen Schluck und dann ziehe ich noch durch. Yay, angekommen. Refugio frei. Das ist die Hütte. Ich bin vor 2 Stunden angekommen. War gerade auch schon kurz hier im See. Gönnen wir jetzt mal ein argentinisches Bier. Ja, so ihr Lieben, ich habe jetzt gerade gegessen. Ja, so 3 Gänge-Menü, war auch eigentlich ganz lecker. Irgendwie so eine Mais- oder Kartoffelsuppe. Dann gab es ein Gemüsetörtchen mit Reis. Und jetzt habe ich mir meine Merino-Sachen angezogen von Dilling. Und schaut mal, sieht das nicht schön aus? Ja. Hat sich doch gelohnt, hier hochzulaufen. Ja, in diesem Sinne,
Gute Nacht. ¿Tiene frío? No me digas. Sí, nada más que baje el sol y enseguida pega. Guten Morgen. Ja, ich habe gut geschlafen in der Herberge. Und jetzt ist es 6:45. Und habe ich auf meinen Wecker gestellt, weil ich das da sehen wollte. Gucke ich mir jetzt noch ein bisschen an. Ich ziehe mir jetzt noch eben kurz was drüber. Und ja, um 8 Uhr geht's Frühstück. Und danach wandere ich wieder runter. Bis später. So, wir haben jetzt kurz vor 9. Ich habe gefrühstückt. Kaffee, bisschen Cornflakes, 2 Toast. Jetzt nicht so der Burner, aber zum Absteigen reicht's. Habe mich heute gut eingecremt. Ich habe mich gestern schon ein bisschen verbrannt. Ja, jetzt mache ich mich auf den Weg zurück. Also ich hatte auch erst noch überlegt, ob ich die andere Strecke laufe und nicht jetzt wieder die gleiche Strecke zurücklaufe. Allerdings soll die ein bisschen anstrengender sein und auch länger und ist mir ehrlich gesagt zu heiß. Und dementsprechend ja, steige ich jetzt ab. Das ist übrigens gerade echt sehr angenehm. Gestern bin ich auf diesem Abschnitt hier wirklich fast verbrannt. Da habe ich echt gedacht, ich kollabiere, so heiß war es hier. Jetzt ist es hier echt noch relativ angenehm zu laufen. Hier habe ich gestern übrigens auch Pause gemacht, das war dann eine längere, weil das auch das erste Mal war, dass so richtig Schatten war. Dann habe ich
meine Butterbrote gegessen und meine Snacks und Wasser aufgefüllt. Und jetzt bin ich ungefähr noch nicht mal eine Stunde unterwegs. Habe 3 Kilometer schon zurückgelegt und ja, kann man vielleicht sehen. Und ich habe 1/3 schon geschafft. Ja, bisher ganz entspannt. Wetter ist noch okay. Ich glaube, wenn ich kurz vorm Ende, da wird es nochmal richtig heiß, weil da die Sonne dann von oben mehr drauf scheinen kann, weil ich da nicht so im Wald bin. Aber ja, das ist alles okay. Hallo! Ja, ich bin jetzt quasi wieder an der Bushaltestelle angekommen. Wir haben jetzt erst so 11:45. Ich muss gestehen, als ich gerade gemerkt habe, dass ich gut durchkomme, habe ich Gas gegeben, weil der Bus nur alle 2 Stunden kommt und ich den dann jetzt nicht knapp verpassen wollte. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese Wanderung. Ja, besonders jetzt der Rückweg. Ihr habt es ja jetzt mitbekommen, es ging sehr schnell, weil es auch nur bergab ging und auch nicht zu steil. Gestern auch nur so 4,5 Stunden mit einer schönen langen Pause. Es ging stetig und nicht zu steil bergauf. Also auf jeden Fall eine Wanderung, die jeder machen kann. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe insgesamt für Abendessen und Frühstück und Übernachtung habe ich 13.000 Pesos bezahlt. Aus Bariloche fährt, wie gesagt, alle 2 Stunden der Bus nach Villa Catedral. Und dafür braucht ihr eine Superkarte, kostet dann 350 Pesos pro Fahrt. Und für diejenigen von euch, die ein bisschen mehr Zeit haben, diese Hüttenwanderung kann man auch länger machen. Also man hätte jetzt noch 2, 3 Hütten gehabt, die man hätte ansteuern können, sodass man eine kleine Hüttenwanderung hier machen kann. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Habe ich jetzt nicht und wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen gesättigt jetzt erstmal vom Wandern und freue mich darauf, dass ich mir jetzt auch mal ein paar andere Sachen angucke hier in Südamerika, und in Ecuador werde ich mich dann auch wieder aufs Wandern stürzen. Ich hoffe, euch hat diese Wanderung wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, weil mich das auf jeden Fall unterstützt und YouTube so weiß, dass meine Videos auch relevant für euch sind. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst mir wie immer Kommentare. Ich freue mich immer sehr, von euch zu lesen. Und ja, in diesem Sinne, hasta luego!